Ja, hallo liebe Leute, hier der zweite Teil der Tragflächenkonstruktion in FreeCAD. Ähm, Ich habe hier die vorbereitete Datei, wo wir beim letzten Tutorial aufgehört hatten, und dann eben noch wollte ich zeigen, was hier jetzt noch fehlt. Nochmal so rückblickend, wir haben also die Tragfläche, wir haben die Haut konstruiert, wir haben das Innenleben konstruiert, also hier diese Rippen, und wir haben hier das Querruder ausgeschnitten und hier unten auch so einen Schnitt reingemacht für ein Servo. Und was fehlt jetzt noch? Es fehlt eine Wurzelrippe. Da habe ich dann wieder im Part-Design-Modus diese Rippe erstellt, aus dem Sketch, und den einfach nach innen so verlängert. Okay, das ist die Wurzelrippe. Dann aus der Wurzelrippe ist dann, weil die ist zu klein, das kann man hier sehen, wir haben ja hier das Ding so außen aufgedickt. Die soll ja schon genauso aussehen. Also ist das auch aufgedickt worden. Die Aufdickung, wie gesagt, wenn es länger dauert, dann lasse ich die Uhr laufen und dann wird es hinterher beschleunigt. Gucken wir mal, ob das geht. Ich habe das vorhin noch gerade gemacht, deswegen geht es jetzt schnell. Also das ist dann der Außenrand für diese Wurzelrippe. Und diese beiden Teile, die kann ich leider nicht zusammenfügen. Das lässt das FreeCAD da nicht zu. Aber hier haben wir jetzt die Wurzelrippe, die besteht aus den beiden Teilen. Muss ich als zwei Teile exportieren in Slicer, damit das halt korrekt dann gesliced wird. So, dann haben wir Holme generiert. Das heißt, eine neue Zeichnung erstellt. Und diese Zeichnung, ich kann jetzt mal einfach hier rausziehen, transformieren, und dann bewegen wir die mal hier. Das sind die Holme. Kann man hier sehen, vorne dicker, dann dünnerer Holm. So, das machen wir okay. Und schon rechnet er wieder. Hätte ich nicht machen sollen. Okay, das ist aber schon gewesen. Jetzt müssen wir den wieder zurückbewegen. Also einmal STRG Z drücken. Aber natürlich im Programm ins FreeCAD klicken, STRG Z. So, jetzt haben wir die Holme da jetzt wieder drin. Wir können jetzt die Haut hier mal ein wenig durchsichtig machen. Das heißt Darstellung und hier das nach oben ziehen. Und die Rippen, das ist dieser Cut hier, da machen wir das auch. Ziehen wir auch so ein bisschen transparent, und einmal das Schließen nicht vergessen. Und dann kann man hier sehen, wie die Rippen da so drin, die Holme da so drin liegen. Das sind jetzt aber nicht die Holme, das sind die Schnittobjekte. Das heißt, das ist dieser. Ne, das war die Rippe. Jetzt gucken, da ist. Ich habe sie auch Holme benannt. Also die werden jetzt auch geschnitten. Das heißt, die sind wieder über diese Funktion halt zu 3D Part-Objekten gemacht worden. Und dann ist einmal die Wurzelrippe mit der ersten Kopie davon geschnitten worden. Das heißt, wir machen die Wurzelrippe, das ist der hier, erstmal unsichtbar. Und dann machen wir den hier sichtbar, und dann sieht man da sollte eigentlich jetzt ein Loch drin sein. Warum ist es das nicht? Gucken wir uns die mal getrennt an. Du und die Holme. Ach, der hat die darüber bewegt. Das war so nicht geplant. Also, ich denke mal einmal transformieren.
und schließen, dann sollte es eigentlich wieder zurückfliegen. Okay, macht er noch was? Das scheint soweit zu sein. Und dann machen wir den wieder unsichtbar und den bitte sichtbar. Und da sind die Löcher drin. Okay, dann haben wir hier noch den zweiten. Da machen wir direkt mal die. Der liegt richtig fein. Das heißt, das sind jetzt die geschnittenen Rippen. Die machen wir auch sichtbar. Okay, da ist es aber schon passiert. Und da sieht man jetzt die geschnittenen Rippen. So, jetzt gibt es noch einen Servokasten. Den können wir auch mal gerade aktivieren. So, die Datum Plans können wir erstmal ausblenden. Und da ist jetzt so ein Servokasten hier rein konstruiert. Der ist genau so groß gemacht worden, dass er eben nicht übersteht. Und dann gibt es ein neues Objekt, Servokabel Cut. Das ist hier, das schneidet dadurch und schneidet natürlich auch die ganzen Rippen. Das heißt, davon sind dann auch wieder mit dieser Funktion eine Menge Kopien erstellt worden und die sind dann rausgeschnitten worden. Da muss man jetzt aber schauen, wo. Das ist hier ein bisschen durcheinander. Ich weiß, was ich gemacht habe. Das ist das hier. Da haben wir eine Fusion gemacht aus den Rippen und der Wurzelrippe. Und das heißt, wenn ich das jetzt aktiviere, okay, das ist gemacht. Dann gehen wir mal wieder hier rein, gucken. Wir können erstmal das Servokabel-Cut hier unsichtbar machen. Da sieht man, die sind geschnitten und das besteht. Und der Servokasten, der ist mit hier drin einverleibt, also den können wir hier dann unsichtbar machen. Dann ist der mit drin und auch durchgeschnitten. Okay, und diese Tragfläche, die kann man jetzt in verschiedene, die kann man jetzt zerteilen. Und wie man das macht, das zeige ich am besten wieder korrekt und nicht mit dieser ich sag mal, dass ich einfach zeige, wie es aussieht. Ich habe das zwar letztlich schon mal gemacht beim Zerteilen, so ein Teil wie einen Kuchen zerschnitten habe, aber hier sollte ich das vielleicht doch schon korrekt zeigen. Also, jetzt müssen wir gerade mal schauen, was haben wir überhaupt aktiv. Also, wir haben das ist der Schnitt der Wurzelrippe. Den können wir auch unsichtbar machen, den haben wir damit dran gehängt. Okay. Den können wir auch unsichtbar machen. Also wir haben diese Fusion hier. Das heißt, wir können auch, ich glaube, der ist das, den machen wir weg. Die Haut müssen wir, glaube ich, behalten. Genau, die Haut
ist wichtig. Wir haben also die Haut und wir haben diese Fusion hier und wir haben diese Thickness hier. Und wo ist sie? Das ist das Äußere der Wurzelrippe. So, diese drei Teile, da möchte ich jetzt Schnitte setzen. Das heißt, am besten mache ich Folgendes. Da sind meine Exploded Slices, die brauche ich jetzt erstmal alle nicht. Die lassen wir schön unsichtbar. Ich erzeuge jetzt erstmal wieder aus den Sachen hier Part 3D-Körper. Und das machen wir, damit wir das schön unten gleich haben mit der Haut. Und da wird wohl wieder die Uhr laufen, denke ich mal. Okay, da ist die Kopie der Haut fertig geworden. Das heißt, das haben wir jetzt hier unten dran hängen, das hier. Und dann schauen wir mal gerade, was brauchen wir sonst noch? Was haben wir noch? Okay. Das Äußere der Wurzelrippe. Okay, da machen wir auch so einen. Das ist aber schon fertig. Okay. Dann haben wir hier die Fusion aus den Sachen. Und da machen wir auch eine Kopie von. Okay. Das ist aber auch schon fertig. Okay, jetzt haben wir hier. Die müsste ich jetzt eigentlich unsichtbar machen, da dürfte nichts mehr sichtbar sein. Ja, das ist gut. Die möchte ich jetzt schneiden. Und zwar, wir gucken uns das mal von oben an. Die Fläche liegt jetzt, steht senkrecht. Das heißt, wir können uns die aus der Ansicht anschauen und dann möchten wir die schneiden. Schneiden brauchen wir dieses Teil hier nicht. Wir müssen das Teil schneiden und die Haut schneiden. Okay, jetzt gehen wir in den Part-Modus und erzeugen über Formteil Grundkörper erstellen eine Ebene und die kriegt schon große Ausmaße, sagen wir mal 200, können ruhig 500 machen und wir erstellen die. Schauen uns die mal an, die liegt da so drin. Jetzt können wir die hier verschieben, über transformieren. So soll die sein und dann kommt die noch hier so rüber. Und die wird jetzt natürlich auch noch in Z verschoben. Das machen wir aber über die Parameter hier im Modell. Und zwar haben wir hier bei Placement Position und dann haben wir hier Z. Und dann wird der erste auf 300 mm verschoben. Das wird da, soll durchgeschnitten werden. Wir machen hiervon jetzt einfach eine Kopie. Und die verschieben wir auf 600 mm. Das heißt, ich habe jetzt zwei so 300 mm Flächenteile und noch die Außenendfahne, was ich gleich dann drucken möchte. So, diese Ebenen, die das kann man jetzt schneiden. Und zwar, das geht, indem man hier diese Funktion, nee, die ist es nicht. Da müssen wir jetzt erstmal wieder finden. Ist es das? Nein.
Muss doch das sein. Ach, hier, da ist es. Auseinanderschneiden heißt die Funktion. Mindestens 2 Objekte auswählen. Das erste ist das zu schneidende Objekt. Die weiteren Objekte sind, mit denen geschnitten wird. Das heißt, wir müssen 2 schneiden. Also machen wir hiervon erstmal 2 Kopien. Ich habe die und die habe ich nochmal hier als Kopie. Das heißt, zunächst wird Haut ausgeschnitten und die erste Ebene und dann wird diese Funktion ausgewählt. Okay, das hat er jetzt geschnitten und dann kann ich das hier erstmal klein machen und dann haben wir das hier dran. Ich muss mal gerade schauen, da habe ich irgendwo noch den Verschiebungsdingen offen. Wie kriege ich das denn weg? Ich denke, ich klicke mal hierhin transformieren und okay, dann ist das weg. So, jetzt hat er mir hier ein Exploded Slicing gemacht. Ich hätte direkt mehrere Ebenen anwählen sollen. Hier hat er mir jetzt nur 2 Teile gemacht. Einmal den und einmal den Teil. Das heißt, die kann ich jetzt hier auch unsichtbar schalten. Also nur die Haut ist geschnitten. Ich mache jetzt exemplarisch. Ich will das hier oben nicht noch abschneiden. Das dauert einfach zu lang. Ich mache das erstmal komplett unsichtbar und dann schneiden wir jetzt noch. Ist er schon wieder am Rödeln. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange. Ich glaube, das war's. Ja. So, jetzt haben wir hier diese beiden Schnittebenen. Die machen wir erstmal unsichtbar. Also diese beiden hier, den und den. Und da schneide ich jetzt die Fusion hier mit. Das heißt, die Rippen mit den Löchern drin und auch dem Servo-Kästchen da drin. Das heißt, wir selektieren erst den. Dann selektieren wir die beiden Ebenen und dann wird wieder diese Funktion hier ausgewählt, die, wie gesagt, heißt auseinanderschneiden. Okay, das ging eindeutig schneller als bei der Haut. Wesentlich weniger zu tun. Da haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Teile. Das ist wichtig, daran zu denken, weil im Part-Modus kriegt man das so ohne weiteres jetzt nicht mehr übernommen. Und wir sehen auch immer, woraus es besteht. Das heißt, wir können die jetzt mal unsichtbar machen. Das ist also der erste Teil. So, dann haben wir da so ein kleines Kännchen hier, was da oben hingehört, das mit den anderen aber nicht verbunden ist. Und dann haben wir hier den zweiten Teil. Da ist auch noch so eine kleine Kante, die unten hingehört und auch da nicht mit verbunden ist. Und das wird ähnlich. Ah ne, das ist der Teil. Okay, machen wir mal langsam nacheinander die unsichtbar. Den lassen wir mal stehen. Den machen wir auch weg. Also ich habe die 3 Teile und 2 so Kanten, die übergeblieben sind. Und die kann ich jetzt halt wiederum über die Funktion zu Part-Objekten machen, exportieren und hinterher im Slicer slicen lassen. Das heißt das und auch die Slices natürlich für die Haut. Und das sollte man vorher meshen. Das will ich hier jetzt auch nicht machen, weil das braucht ewig lang. Das heißt, ihr selektiert die Objekte, die ihr gerne meshen wollt. Das heißt, da sucht man jetzt genau raus, wer gehört dazu. Also das hier ist komplett, denke ich mal.
Ne, da kommt noch ein Teil dazu. Das heißt, gucken wir mal, welcher Part das ist. Ich glaube, der hier. So, die beiden, die würdet ihr jetzt selektieren und macht daraus ein 3D-Objekt und danach geht ihr auf Mesh Design und wählt hier die Funktion Netz aus Form erstellen, auch Form tessellieren genannt. Dann könnt ihr da Parameter eingeben, wie genau das sein soll. Das geht bei diesen Rippen sogar noch relativ fix. Bei der Haut ist es wirklich enorm aufwendig. Und dann exportiert er die Sachen oder importiert die in den Slicer. Eben die Wurzelrippe, das Äußere der Wurzelrippe, beziehungsweise die Wurzelrippe hängt hier mit dran, aber das Äußere der Wurzelrippe nicht. Das ist das hier. Das muss auch mit exportiert werden und dann könnt ihr die Tragfläche drucken. Wie gesagt, wenn euch solche Videos gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da und einen Klick auf die Glocke, dann erfahrt ihr immer, wenn es neue Videos gibt. Und das soll es zu diesem Video gewesen sein. Und dann willkommen beim nächsten Video. Da wird es um die Rumpfkonstruktion gehen. Vielleicht mache ich das sogar heute noch. Einfach mal schauen. Da hat sich noch einiges ergeben, wo man aufpassen muss, damit Rümpfe vernünftig generiert werden können, auch mit dieser Funktion Curved Shapes. Okay, dann schönen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!